Es gibt sie noch, die Kellerfunde, die Dachbodenfunde, das Garagengold, die Scheunenfunde? Aber um das Sprichwort mal umzudrehen, nicht alles, was Gold ist, glänzt auch. Wir schauen uns deswegen mal an, wie man mit einfachen Hausmitteln alte Schätzchen wieder zum Glänzen bringt. Und wir legen auch gleich los. Ja, willkommen zu Frühjahrsputz Teil 1 der Folge, in der wir eine Echolette Lautsprecherbox reinigen werden. Man sieht das schon, auf der Oberseite sind dreckige Verschmutzungen, man weiß nicht wirklich, was das ist. Auf der Rückseite sind etwas seltsame Flüssigkeitsverläufe, schon sehr verdächtig, aber das wollen wir natürlich alles wegmachen, weil das ist unappetitlich und das muss man nicht im Wohnzimmer so stehen haben. Ja, das Gerät ist aber an und für sich in einem echt guten Zustand. Selbst das Typenschild vorne ist noch erhalten. Der Legende nach wieder ein Nachlass, auf jeden Fall ein super Keller- oder Dachbodenfund und den reinigen wir jetzt mal. Ja, das Material, mit dem diese Lautsprecherbox bezogen ist, kennt man auch von Verstärkern. Es wird im Volksmund immer Tolex genannt. Aber mit Tolex ist es so wie in Deutschland mit Tempo. Wenn wir Tempo sagen, meinen wir Taschentuch, aber eigentlich ist es ja ein konkreter Produktname und das ist bei Tolex genauso. Tolex ist ein spezielles Produkt, was, soweit ich weiß, hauptsächlich bei Fender-Verstärkern früher eingesetzt worden ist. Also es handelt sich hier, um ganz genau zu sein, nicht um Tolex, sondern es ist das, was Tolex auch ist, nämlich ein Vinylkunststoff. Und bei diesem Material ergibt sich eigentlich schon, mit was man das am besten reinigt, weil es ist kein Leder, auch wenn es eine Narbung hat oder geprägt ist wie Leder und deswegen fast so aussieht, gilt nicht wirklich das, was man manchmal in Internetforen liest. Da wird oft die Frage gestellt, kann man da Schuhcreme benutzen, um das wieder ein bisschen aufzuhübschen? Ja, kann man vermutlich draufschmieren, kann man ja alles, nicht wahr? Aber ob das wirklich sachgerecht und fachgerecht ist, sei mal dahingestellt. Was ich benutze, das kann man ein bisschen sehen, ist einfach eine Spüli Wasser, Lauge, wirklich viel Spüli in entsprechend wenig Wasser und das tragen wir mit einer alten Zahnbürste auf, um da richtig den Dreck anzulösen und anzufeuchten und abgewischt wird es einfach mit einem feuchten Lappen. Feuchter Lappen, das muss man auch nicht unbedingt dazu sagen. Natürlich wollen wir nicht, dass hier in die Ritzen und Öffnungen Wasser reinläuft, deswegen bitte den Lappen nur anfeuchten. Ja, bei dieser Arbeit kann man sich ruhig etwas Zeit nehmen, immer nur kleine Bereiche richtig einwirken lassen und einbürsten und dann mit dem feuchten Lappen abwischen. Das ist ziemlich viel Schaum, das kriegt man auch nicht beim ersten Mal weg. Also man sieht das auch hier, der Schaum verreibt sich. Da muss man oft mit frischem Wasser drüber wischen und das Wasser natürlich hin und wieder auch mal erneuern, damit wir nicht den alten Dreck immer wieder drauf verteilen. Ja, hierzu ist erstmal alles gesagt. Wir können dann mal den Turbogang einwerfen, denn diese Arbeiten sind natürlich sehr redundant. Im Prinzip kann man auf diese Weise den kompletten Verstärker rundum reinigen. Bei den Metallteilen ein bisschen aufpassen. Feuchtigkeit und Metallteile, das verträgt sich auch nicht so richtig gut. Genauso wie Holz und Feuchtigkeit. Einfach ein bisschen aufpassen. Was man zu so alten Geräten theoretisch noch sagen muss, ist, man kann das riechen, dass die lange gestanden haben. Die müffeln etwas vor sich hin. Es wäre jetzt zu klären, was da genau riecht.
Das hängt auch vom Gerätetyp ab. Also bei alten Verstärkern kann natürlich auch das Vinylmaterial riechen. Da kann Schimmel dran sein, da können auch etwas weniger Stockflecken einfach auch dran sein. Und das alles riecht natürlich. Das sollte man eigentlich mit dieser Reinigung mehr oder weniger wegbekommen. Aber es ist natürlich auch, Feuchtigkeit ist vielleicht in das Holz gezogen. Da macht es auch durchaus Sinn, so ein Gerät mal aufzuschrauben und zu gucken, ob innen irgendwelche Feuchtigkeitsschäden sind. Dann kann man das auch mal ein paar Wochen lang geöffnet stehen lassen. Ja, hier ganz wichtig, Wasser ausgetauscht und dann geht's weiter. Bei Verstärkern, die riechen, kann das auch noch andere Ursachen haben. Bei alten Verstärkern waren ja auch die Platinen oder auch Isolatormaterial an Buchsen, oft aus Pertinax. Pertinax ist bekannt dafür, dass es über die Jahre ein bisschen zu müffeln anfängt. Ich glaube, das ist in dem Fall dann auch nicht unbedingt so ganz ungefährlich, denn da wird, glaube ich, Ammoniak freigesetzt. Da bin ich mir aber nicht sicher, da vielleicht mal einen Chemiker fragen, was der dazu sagen kann. Aber das sind so die verschiedenen Gründe, warum irgendetwas riechen kann. Es kann interne Gründe haben, also dass irgendwelche Elektronik Ausdünstungen freisetzt. Da muss man sehr vorsichtig sein, ob man das im Wohnzimmer haben will. Und es können auch äußerliche Sachen sein, die man durch eine Reinigung zumindest stark verdünnen kann, die Gerüche. Manche gehen nie weg, aber das ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Überhaupt, die Frage ist ja, wie diese Verstärker oder Geräte an und für sich jetzt mal gelagert worden sind. Ich denke, das, was man heute oft hat, dass wir unser komplettes Equipment im Wohnzimmer stehen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine Erfindung der Neuzeit sozusagen ist. Ich glaube, früher haben die Sachen nicht unbedingt im täglich gut belüfteten Wohnzimmer gestanden, sondern die sind auf den Dachboden gekommen, wenn sie nicht benutzt wurden. Die haben natürlich im Proberaum gestanden, das hat man ja heute auch noch. Oder sie sind in den Keller gekommen. Und das ist natürlich nicht immer der richtige Lagerort. Also gerade auf dem Dachboden hat man das Problem, dass es dort auch Tiere gibt, Mäuse, vielleicht schlimmstenfalls sogar Tauben oder andere Vögel, die da ihre Hinterlassenschaften auf den Geräten hinterlassen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also solchen Dreck loszuwerden ist vielleicht auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich. Ich weiß auch, dass so Sachen wie Mäuseurin, das hört sich jetzt lustig an, aber diese Gerüche kriegt man auch nach Jahren nicht weg. Ich habe eine alte Armeetruhe mal gefunden auf einem Dachboden. Da haben wohl auch ein paar Mäuse drin gewohnt. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und obwohl ich alles gemacht habe, so eine leichte Note nach Mäuseurin hat die, wenn man sie aufmacht, immer noch. Also solche Sachen kriegt man am Ende überhaupt nicht weg. Und da ist halt die Frage, was macht man da? Und nochmal das Wasser ausleeren. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ist das jetzt der 3. Eimer sauberes Wasser, nur für diese Oberseite. Das Hauptproblem ist sicherlich bei solchen Geräten, auch wenn die viel gespielt worden sind, früher ist in den Kneipen viel geraucht worden, da können jahrzehntealte Nikotinablagerungen noch drauf sein und da hilft nur putzen, putzen, putzen. Also nicht geizen, schön abwischen. Ja, weil wir hier einen Vinylbezug haben, ich hatte das eben schon mal angesprochen, sind weniger die Mittelchen der Lederpflege gefragt, sondern wir befinden uns hier eher im Bereich dessen, was man auch bei der Autopflege verwenden würde. Also gerade für Armaturenbretter, das ist ein sehr ähnliches Material. Wasser und Spüli sollte zwar reichen, wenn man dem Ganzen aber wieder einen Hochglanz geben will, den das jetzt auch nicht unbedingt hat, dann kann man sich zum Beispiel auch überlegen, da aus dem Bereich der Autopolitur-Sachen, also zum Beispiel Cockpit-Spray oder sowas, kann man auch mal vorsichtig anwenden und schauen, ob der Effekt so ist, wie man ihn haben will, aber das Mittel ist grundsätzlich für diesen Vinylbezug geeignet. Ja, hier habe ich auch sehr vorsichtig den Dreck in den Ritzen
des Griffes entfernt. Also bei diesem Verstärker hat sich da schon einiges reingesetzt. Deswegen vermute ich auch eher, dass der mal auf einem Dachboden gestanden hat, weil das sah schon so ein bisschen wie matschiger Dreck aus. Also etwas, ja, seltsam. Man weiß gar nicht, wie das richtig drauf gekommen ist. Ja, um das Band zu reinigen, habe ich auch Wattestäbchen verwendet. Für alles sehr gut geeignet, wo man in feine Ritzen oder Löcher rein muss, um das zu säubern. Einfach ein bisschen erfinderisch sein. Der Haushalt bietet ja verschiedene Sachen, die man zweckentfremden kann. Und was funktioniert, ist grundsätzlich richtig. Es gibt, um diese Gehäuse zu reinigen, auch spezielle Mittel zu kaufen. Die sind dann natürlich teurer als eine Flasche Spüli, die man in der Küche stehen hat. Kann man sich überlegen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke eher, dass die einfachen Mittelchen auch geeignet sind. Ja, so Sachen wie Kratzer im Bezug, das stört uns jetzt mal überhaupt nicht. Aus meiner Sicht können solche Sachen bleiben, weil man kann im Gerät immer ansehen, wie alt es ist und dass es verwendet worden ist. Heutzutage werden neue Gitarren extra auf Road Worn getrimmt. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn die Sachen schon durch die Zeit gerelikt oder roadworn sind. Mehr kann man doch nicht wollen. Ja, bei diesem Verstärker sieht man oben auch so zwei Löcher. Das waren Halterungen für den passenden Verstärker dazu. Das müsste so der B40 Verstärker gewesen sein oder heißt der B20. Also ein Bassverstärker. Diese Box ist, soweit ich weiß, eigentlich eher eine Bassbox, aber durchaus auch für Gitarre geeignet. Also sie ist auch sehr massiv. Ich habe diese vielen, vielen Schrauben hinten entfernt, um mir die Box auch von innen anzugucken. Das sind zwei richtig, richtig große 12 Zoll Lautsprecher mit riesigen Magneten drin. Bilder von der Innenseite findet ihr übrigens auf meinem Blog https://tim-bastel.blogspot.com. Dort könnt ihr gerne auch mal nachschauen, wie dieser Verstärker von innen aussieht und wie er in seiner vollen Schönheit von außen strahlt in der Frühlingssonne. So, jetzt sieht man diese Flecken auf der Rückseite. Wirklich fürchterlich. Ich möchte überhaupt nicht wissen, was das ist. Ich nehme an, es sind irgendwelche Stockflecken, aber es ist auf jeden Fall auch ein Verlauf nach unten zu erkennen. Also was auch immer das war, es muss mal, es muss eine gewisse Viskosität gehabt haben. Es ist also definitiv darunter gelaufen und das möchte ich so schnell wie möglich weghaben. Ich habe hier einfach mit frischem Wasser ordentlich geschrubbt und da ging das auch wunderbar weg. Also an dieser Stelle habe ich jetzt mal darauf verzichtet, das mit der Zahnbürste einzeln einzureiben. Hätte ich natürlich auch machen können. Aber es ging auch so. Ja, Mr. Miyagi-Style, immer schön in Kreisen wischen. Ja, und der untere Bereich, wo die Rückwand aufliegt, da hat sich natürlich Staub abgesetzt. Da unten, wo die Kante ist zwischen den Wänden und der Rückwand, da kann man auch mit dem Wattestäbchen ein bisschen versuchen, den Staub rauszubekommen. Genau. Zum Schluss nochmal alles ordentlich mit Wasser abgewischt. Wie gesagt, ich habe hier nicht auf Hochglanz gearbeitet, also kein Cockpit-Spray verwendet, weil das ist mir nicht wirklich wichtig. Es hat eine etwas matte Oberfläche, aber das finde ich in Ordnung. Muss nicht glänzen wie eine Speckschwarte. Wichtig ist, wenn man solche Arbeiten gemacht hat, dem Ganzen Zeit geben, abzutrocknen.
Also diese Rückwand, die jetzt natürlich noch ein bisschen feucht ist, nicht gleich in die Ecke stellen, den Verstärker an die Wand, sodass das Ganze vor sich hin gammeln kann. Schön offen im Raum stehen lassen, belüften, bis alles schön trocken ist und dann wieder hingestellt werden kann. Noch ein paar nacharbeiten, es fällt einem ja doch immer was auf. Also solange das Wasser nass ist, glänzt sowieso immer alles. Da muss man manchmal warten, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist und der Verstärker trocken ist, um zu sehen, an welchen Stellen irgendetwas noch nachzuarbeiten ist. Da sieht man auch schön die Standfüße, also man kann diese Box nach hinten wegkippen, also Tilt Back, wie man das ja auch von anderen Verstärkern kennt, zum Beispiel von Fender-Verstärkern. Ah ja, jetzt müssen wir erstmal das Wasser ausleeren. Also wie gesagt, das ist schon der 4. Eimer Wasser und es ist immer noch so schmutzig. Die ersten 3 waren noch viel schmutziger, da war das Wasser eher braun. Man sieht das so einem Gerät überhaupt nicht an. Ja, lecker. Man sieht das so einem Gerät überhaupt nicht an, wie schmutzig das tatsächlich ist. Deswegen, wenn man sowas kauft, auf jeden Fall putzen. So, da sehen wir jetzt den Front-Grill. Da bin ich ja ganz besonders stolz drauf, dass ich so ein schönes Teil gefunden habe, wo keinerlei Loch drin ist. Alles noch absolut in Ordnung, die Typenschilder noch in Ordnung. Es haben sich auf der Unterseite, wo Schlitze dahinter sind, hat sich ein bisschen der Grill, der Stoff verdunkelt. Das kriegt man nicht weg. Also ich mache hier ganz vorsichtig mit dem Staubsauger, sauge ich das ab. Nicht zu sehr drücken, um dann nichts kaputt zu machen. Einfach nur den losen Staub wegsaugen. Ja, was mir da noch aufgefallen ist, ist, dass das Echolette-Typenschild etwas gebrochen ist. Ich habe da kurz drüber nachgedacht, ob das Sinn macht, das wieder festzukleben, habe mich aber bislang dagegen entschieden. Es ist ja letztlich so, wenn man darüber spielt, wird ja diese Frontbespannung sowieso in Schwingung geraten und vermutlich ist es deswegen auch gebrochen. Ja, hier hat man nochmal ein paar Eindrücke von der gereinigten Lautsprecherbox. Ein sehr gutes Ergebnis und ein super schöner Fund, der jetzt wieder vollkommen sauber ist.